Vielen Dank für die Einladung. Ich muss zwar gestehen, dass ich lieber Musik mache, als über Musik zu sprechen. Das ist mir viel einfacher, aber ich werde versuchen, etwas zu erzählen. Was ich sagen werde, ist eine eigene Interpretation über die Musik von Ananda, so wie ich das persönlich erfahre, wie ich das persönlich verstehe. Und es könnte auch sein, dass andere ineinander vielleicht andere Meinungen haben dazu, aber ich möchte nur darüber sprechen, über das, wie ich es in meinem Herzen empfinde und wie ich das weitergeben kann, auch wenn ich dirigiere. Ich kann nur die Musik so interpretieren, wie ich sie verstehen kann. Und somit könnte es so sein, dass einige vielleicht Antworten auf Fragen von euch oder Gedanken wirklich persönlich sind und nicht aus vielleicht offizieller Sicht aus, weil Musik ist etwas, was jeder Mensch ganz persönlich versteht und das auch interpretiert auf persönliche Weise. Ich möchte generell mal einen Überblick machen, was wir für Musik ineinander haben. Ihr kennt das Songbuch, das Tobias angesprochen hat, mit den Liedern, die wir mehr innerhalb der Meditation benutzen, von Kriyananda, von Swami. Ein Teil davon ist auch unbekannter Ursprung, aber von Meditierenden aus Ananda in diesen vielen Jahren. Und ich hoffe, dass mit der Zeit auch neue Autoren dazukommen können, die eine tiefe Verbindung mit Yogananda, mit Swamiji haben und somit auch wieder neue Lieder entstehen dürfen. Wir haben Chormusik mit, ich sage mal, wir wissen ja, Swami hat etwa 400 Lieder geschrieben, so an der Zahl. Darunter sind viele kleine Stücke, viele Sologesange, viel Instrumentalmusik, viele Kinderlieder. Für den Chor, was ich gerne angehe, sind vor allem die vierstimmigen Lieder, die er geschrieben hat. Und von denen gibt es leider nicht so viele, vielleicht 50, 60. Und der Ananda-Chor singt davon etwa 40 Lieder. Für uns ist es manchmal schwierig, weil ihr vielleicht wisst, der Chor von Ananda hat in der Regel zwischen 8 und 10 verschiedene Sprachen. Und das muss ein Chorleiter dann auf einen Leist bringen mit all den verschiedenen Aussprachen. Und dazu kommt natürlich, dass das Englische nicht für alle so geläufig ist, für mich auch nicht. Und das erschwert natürlich dann auch das Lernen neuer Lieder. Was alle diese Musik verbindet, ist die Botschaft, die Swami in diese Musik hineingelegt hat. Das Ziel, ich habe es gestern ein bisschen angedeutet, glaube ich, ist nicht einfach nur Musik zu schreiben, schöne Musik, wenn es gefällt. Das muss nicht unbedingt gefallen, aber das Ziel dieser Musik ist, die Energie der Hörenden zu transformieren. Und ich habe persönlich mehrere Zeit gebraucht, um den Zugang
zu Swamis Musik zu finden. Und die berufliche musikalische Ausbildung, die ich habe, war da nicht unbedingt hilfreich dazu. Und ich weiß, dass es auch anderen professionellen Musikern so geht, weil die Musik Swamis ist in der Regel sehr einfach geschrieben. Sie ist auch vom theoretischen, kompositorischen Standpunkt aus nicht immer gerade korrekt. Er hat sich mehrere Freiheiten genommen, was du nicht machen kannst, wenn du Musik studierst, sonst gibt es einen roten Strich darüber. Also es gibt gewisse Dinge, die man machen darf und andere, die man nicht machen darf oder nicht machen sollte, aus verschiedenen Gründen. Und Swami hat sich da nicht sehr groß darum gekümmert. Er hat einfach geschrieben, wie er das gehört hat, wie seine Inspiration war. Und somit ist die Musik manchmal für professionelle Leute eher einfach. Aber ich habe gesehen in diesen vielen Jahren, wo ich diese Musik jetzt vor allem mit dem Chor mache, dass sie wirklich die Energie der Zuhörenden transformiert und vor allem auch die Arbeit im Chor, dem Chor viel Freude bringt und Enthusiasmus und Lebensfreude. Das ist auch der Grund, warum ich in dieser eher schwierigen Zeit, in den letzten 2 Jahren, mit viel Aufwand den Chor immer weiter gemacht habe, wenigstens mit einem Teil des Chores. Ich sage jetzt mal, mit dem harten Kern durfte ich weiterarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum das Konzert von gestern auch ein schönes Niveau hatte, weil ich in diesen 2 Jahren intensiv arbeiten konnte mit der Hälfte dieser Leute. Und das hat uns schon auf eine höhere Ebene gebracht. Und wir geben viel Achtung darauf, dass wirklich die Musik gelöst wird von jeglichen Gewohnheiten, von Strukturen, wie man es gemacht hat oder nicht gemacht, wie man es machen sollte oder nicht machen sollte. Ich bin da sehr frei und ich habe auch, sagen wir mal, in der Aufführungspraxis von Swamis Musik Veränderungen gebracht, gerade in der Freiheit und in der Inspiration des Momentes zu dirigieren, je nachdem, wo wir sind, je nachdem, wie viel wir sind, je nachdem, in welchem Zustand der Chor auch in diesem Abend ist, wo wir Konzerte machen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass der Chor sich eigentlich jede Woche ein Konzert hat mit Swamis Musik für die Gäste, normalerweise. Jetzt haben wir wieder angefangen, seit einigen Monaten. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute ein tieferes Verständnis für diese Musik erhalten haben. Ich sehe das wenigstens so. Diese Musik hat die Fähigkeit, wie ich schon gesagt, die Lebensfreude zu erhöhen. Und gerade das ist in der jetzigen Zeit sehr, sehr nötig. Wir werden auch versuchen, in der Weihnachtszeit, wo wir nicht wissen, ob wir das Weihnachtskonzert, wie wir es jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, 3, 4 Konzerte in den Kirchen zu machen, ob wir das machen können wegen dem Covid. Aber wir werden trotzdem versuchen, wenigstens
in die Straßen zu gehen und kleinere Konzerte auszuführen, auch einfach nur um diese Lebensfreude, um den Tiefsinn dieser Lieder auch unter die Leute zu bringen. Weil es ist sehr subtil, diese Energieverwandlung ist nicht etwas, das man einfach so oberflächlich sieht, sondern es ist etwas, was ganz tief in einem geschieht und das auch nach Tagen noch Auswirkungen hat. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Ich sollte den Faden nicht verlieren. Ich möchte nur von Tobias schnell wissen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit ich habe. Kannst du mir das schnell sagen? Ja, Merit hat seinen Sound an, deshalb kriegen wir eine schöne Rückkopplung gerade. Ja, ist egal, du musst mir nur die Zeit sagen. Genau, also 17:30 Uhr sind Jyotish und Devi, also eigentlich ein bisschen Pause dazwischen lassen müssen. Ja, habe ich. 18:30 Uhr, Entschuldigung, 17:30 Uhr. Ja, ist okay. Ja, alles klar. Gut, ja. Die Musik Swamis kann ich nicht von anders betrachten als generell die klassische Musik. Für mich ist das auf dem gleichen Niveau. Tiefe Musik von Händel, Bach hat für mich eigentlich die gleichen Qualitäten wie Swamis Musik. Der einzige Unterschied vielleicht ist eben, dass die Musik der großen Komponisten, was ja Swami immer gesagt hat, dass er nicht sei, dass er einfach aus der Intuition komponiert hat, ist einfach die Architektur der Musik, die natürlich bei Bach und Händel viel komplexer ist als bei Swami. Die Harmonien sind viel komplexer. Swami hat einige Lieder geschrieben mit schwierigen Harmonien, für den Chor auch, aber generell sind seine Harmonien eher einfach. Und wenn ihr vielleicht das Vorwort gelesen habt von Tobias, er hat das sehr gut beschrieben, ich wiederhole mich jetzt da nicht. Ihr könnt das dort nachlesen. Für den jetzigen Moment hat er geschrieben, was Swami mit Harmonie, mit Rhythmus und so verstanden hat. Ihr wisst vielleicht, dass ich mich generell mit Klangschalen, mit Heilungsprozessen durch Musik beschäftige. Darum ist es für mich wichtig, generell über Musik nachzudenken und auch Verbindungen zu suchen und zu verstehen zwischen zum Beispiel eher der Musik der Klangschalen oder einer Klangliege oder einem Gong. Gibt es da Verwandtschaften mit Swamis Musik oder nicht? Oder was verbindet diese verschiedenen Arten von Musik? Kein Moment unseres Lebens kann sich ablösen von der Musik. Wir sind uns das zwar nicht so bewusst oder wenigstens generell nicht so bewusst, dass wir eigentlich wie ein Fisch im Meer in den Schwingungen baden. Kein Gedanke könnte möglich sein ohne Schwingung. Kein Empfinden könnte möglich sein ohne Schwingung. Keine Intuition. Keine Beziehung zwischen Menschen könnte möglich sein ohne Schwingungen. Und das
ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil im Versuch zu verstehen, was ich mit der Musik erreichen will. Wenn wir zurückgehen, wenn ich zurückgehe, dann stellen wir fest, dass eigentlich die Musik das Erste war, was den Mensch begleitete, bewusst oder unbewusst. Es gibt keine Gesellschaft, die ohne Musik auskommt. Alle wichtigen Ereignisse im Leben werden mit Musik begleitet, in feierlichen, in fröhlichen Momenten, aber ebenso in traurigen Momenten. Die Musik ist diese Verbindung zwischen der Materie, sagen wir jetzt mal, auch wenn wir ja wissen, wie es steht um die Materie, aber die Materie und dem Geist. Unser Leben wäre sehr, sehr langweilig, sehr arm, wenn diese Verbindung nicht da wäre. Und darum ist es, oder wäre es so wichtig, dass alle Menschen die Gelegenheit hätten, sich mit Musik schon im Kindesalter zu beschäftigen, zu machen vor allem und nicht nur zu konsumieren. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem praktisch Musik zu machen und nur Musik zu hören. Ich kann euch nur auffordern, Musik wirklich aktiv zu machen. Es gibt sehr viele medizinische Gründe, um Musik aktiv zu machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, sagen wir mal, einfachere Gründe, aktiv Musik zu machen. Der Chor ist etwas, wo Swamiji gesagt hat, jeder, der in einer Gemeinschaft lebt, sollte eigentlich im Chor singen. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Die Realität des Chores ist eine kleine Gemeinschaft, die aber alle Schwierigkeiten einer Gemeinschaft, Beziehungsschwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten, Empathie, Verständnis, das Feilen am eigenen Ego. Der eine hat zu viel, der andere hat zu wenig, um in einem Chor wirklich präsent zu sein. Und alle diese Möglichkeiten kann einen Chorleiter, versuche ich auch, alle diese Sachen auszugleichen. Und darum bin ich überzeugt, hat Swamiji so viel Wert auf das Chorsingen gelegt, weil wirklich eine Verbindung geschieht, wenn in einer Probe, wir machen auch manchmal Ritiri, wie wir sagen auf Italienisch, das sind so einfach längere Chorproben, ich weiß jetzt nicht, wie man das sagt auf Deutsch, 4 Stunden, 5 Stunden. Und in dieser Zeit geschieht wie eine Magie, weil die Materie, mit der wir uns beschäftigen, ist so subtil und ist so lebenswichtig, weil ohne sie könnte das Leben wäre gar nicht möglich. Und
diese Energie, die sich dann in so einer Zeitspanne entwickelt, ist sehr hoch und man kann auf ganz einfache Weise, nur durch die Arbeit, durch die Musik, kann man Spannungen abbauen, man kann die Beziehungen vertiefen, man kann Kommunikationsschwierigkeiten lösen, ohne dass die direkt angesprochen werden. Man kann einfach Freude haben daran, auf ganz unkomplizierte Weise. Die Proben sind sehr humorvoll, immer lustig, man arbeitet viel, man weiß, warum man arbeitet zusammen. Es gibt gute Sänger, weniger gute Sänger und man versucht alle diese Eigenschaften auf das Beste zu bringen, was man kann. Und das ist eine wunderschöne Arbeit für mich. Ich liebe das Chordirigieren. Für mich ist das etwas vom Schönsten, was ich gemacht habe in meinem Leben, mich in diesem Chor zu kümmern. Ich habe viel Musik gemacht, ich war Musikschulleiter, aber wenn ich den Chor dirigiere, dann spüre ich, dass ich sozusagen in meinem Element bin, weil das ist für mich, aber auch für die Leute im Chor, eine so wunderschöne Art, hohe Energie, tiefe Botschaften auf so universeller Ebene teilen zu können. Ich möchte ein paar Zitate lesen von Swamiji, was er so über Musik geschrieben hat. Geistlicher Gesang ist ein aufrichtiges Gebet, das durch die musikalische Dimension und die immer stärker werdende Kraft der Wiederholung vertieft wird. Wenn wir die Lieder vom Chantbook vor der Meditation benutzen, dann wissen wir, dass es ein geistlicher Gesang ist und dass die Wiederholungen da sind. Und diese Kombination ist etwas, was unsere Meditation enorm vertiefen kann. Wir sind fähig, durch diesen Gesang viel schneller nachher mit unseren Techniken in die Tiefe zu gehen. Und vor allem, wir haben ein Instrument in der Hand, dass wenn unsere Lebensumstände die Meditation schwierig machen, weil unsere Gedanken wie wild herumsausen und wir nicht fähig sind, in diesem Moment diese zu kontrollieren, zu bremsen, ist das Singen ein wirklich wundervolles Mittel, diese Gedanken zu verlangsamen und uns nur auf einen Gedanken zu konzentrieren. Und durch die Musik geht das dann ganz tief in uns hinein und die Hoffnung ist groß, dass wir dann auch in schwierigen Zeiten nicht von der Meditation fernbleiben. Ein anderes Zitat: Musik hat in der Tat vielleicht mehr als jedes andere Medium die Macht, das menschliche Bewusstsein zu beeinflussen und es zum Guten oder zum Bösen zu bewegen. Er hat dann noch etwas dazugehängt. Es ist daher klug, nur Musik zu hören, die die Seele erhebt.
wir wissen, dass heute auf dem Markt nicht unbedingt nur gute Musik vorhanden ist. Wenn ich mit jungen Menschen arbeite, dann weiß ich auch, dass sie manchmal andere Musik als Swamis Musik benötigen, um ihr Temperament ein bisschen Luft zu geben. Wichtig ist einfach, dass wir lernen und bewusst sind, dass gewisse Musik unsere Energie erhebt und andere Musik unsere Energie schwermütig macht. Und da ist einfach wichtig, dass wir das ganz bewusst benutzen. Genauso wie beim Essen wissen wir, dass wir manchmal etwas essen, was vielleicht nicht gerade gesund ist. Aber wenn wir das mit Maß machen, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Und das ist bei der Musik auch so. Wenn ich bewusst mal rockige Musik oder irgend sowas höre, ist es nicht nötig, dass wir gleich ein schlechtes Gewissen deswegen haben, sondern wir wissen einfach, dass es nicht zu viel sein sollte. Wir ältere Leute, ich weiß jetzt, ich sehe jetzt euch nicht alle, die mir zuseht, ich bin nicht so ein technischer Freak, ich bin schon froh, dass die Kamera funktioniert, ich hatte Probleme. Wir spüren das vielleicht nicht mehr so, wir sind vielleicht zufrieden und glücklich, wenn wir nur Swamis Musik anhören. Ich selber benötige auch noch andere Musik. Swamis Musik genügt mir nicht. Aber rockige Musik brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber wenn ihr Kinder habt oder so, dann ist es wichtig, dass man ihnen einfach lernt, bewusst diese Musik anzuhören. Was passiert, wenn wir aktiv Musik machen? Ich denke, wir haben das alle gespürt, gerade bei Rockmusik und ähnlichen Sachen, dass unser Körper sehr intensiv stimuliert wird. Und es ergeben sich Klangräume im Körper, die wir irgendwie ausfüllen. Wenn wir singen, benutzen wir diese Klangräume, aber auch wenn wir hören, unser ganzer Körper nimmt der Klang auf. Auch wenn wir Swamis Musik hören, ist das nicht einfach nur etwas, was durch die Ohren geht, sondern das geht durch unseren ganzen Körper. Alle unsere Zellen werden von dieser Musik beeinflusst, verändert. Es ist ein viel tieferer Prozess, als wir uns das generell vorstellen. Ihr kennt vielleicht diese Bilder von Masaru Emoto oder in YouTube gibt es jetzt viele Videos, wo die Klänge sichtbar gemacht werden. Da können wir uns vorstellen ein bisschen, was in unserem Körper geschieht, wenn wir Swamis Musik anhören oder Musik von Bach oder den Messias oder sonst irgendetwas, wie unser Körper sich in eine ganz bestimmte Form einschwingt. Und diese Form, denke ich, geschieht auch, wenn wir meditieren, aber durch den Klang geht das ganz schnell. Ich erfahre das immer wieder, wenn ich zum Beispiel eine Meditation leite mit den Klangschalen. Ich habe immer nachher wieder Leute, die mir sagen, ich konnte noch nie so schnell in die Meditation einsteigen, wie wenn du mit den Klangschalen spielst, weil der Zugang vom Klang zu unserem tiefsten Inneren ist ganz direkt. Der Kopf, die Gedanken werden eigentlich ausgeschaltet. Du kannst das nicht kontrollieren. Wenn du im Klang zuhörst, dann
ist das etwas, was autonom geschieht, ob du das mit dem Kopf einwilligst oder nicht. Darum schreibt Swami diesen Satz, dass du dich nur guter Musik anhören solltest, weil du kannst nicht sagen, wenn du in einer bestimmten Musik bist, ja, das betrifft mich nicht. Du kannst auch die Ohren zumachen, das spielt keine Rolle. Diese Musik, diese Vibrationen treffen und verändern deine Energie. Das Einzige, was du machen kannst, ist aus dem Raum gehen, damit du das nicht mehr hörst. Und so passiert das in allen Formen, Kunstformen. Wenn du in einen schönen Raum gehst und du ein wohliges Empfinden hast, dann ist es nicht unbedingt nur, weil ein Bild schön ist oder schöne Möbel, sondern weil die Schwingung in diesem Raum mit deiner Schwingung in Resonanz geht. Und das ist das, was passiert, wenn du Musik zuhörst, wenn du Swamis Om singst. Ich habe vorhin gehört, in der Pause ging das Om von Swami. Dieses Om, diese Schwingung, kannst du dir vielleicht vorstellen, ist wie wenn du eine Badewanne füllst. Langsam verändert dieser Klang, der Klang deines Raumes. Und darum hast du dann das Gefühl, dass dieses Om so wirkungsvoll ist, wenn du dann in diesen Raum gehst. Weil alles wird von diesem Klang durchdrungen und das geschieht immer, wenn wir mit Klang arbeiten. Das geschieht auch, wenn wir sprechen, wenn wir singen, wenn wir nichts sagen, ist auch ein Klang. Darum ist es wichtig, dass wir versuchen, bewusst zu werden, wie gehe ich um mit dem Klang? Was mache ich selber mit dem Klang? Singe ich? Spreche ich? Und wie spreche ich? Ist das, was ich sage, stimmt das überein mit dem Klang von dem, was ich sage? Ist das ehrlich, wenn ich etwas sage, in einem Tonfall, das vielleicht freundlich ist, aber in Gedanken bin ich nicht damit einverstanden, gibt das wie eine Spannung dazwischen und das bewirkt, dass dieser Klang dann nicht diese Auswirkungen hat. Ich mache ein Beispiel, wenn ich sage, dein Bild ist sehr schön. Spürt man, dass ich zwar sage, das Bild ist schön, aber der Klang dahinter stimmt nicht damit überein. Und wenn wir lernen, richtig zuzuhören, und das ist ja ein Bestandteil, wenn wir Musik machen, dann lernen wir mit der Zeit diese kleinen Nuancen zu empfinden, zu hören, zu spüren. Und das hilft uns auch selber dann als eigene Kontrolle, unsere Stimme zu beurteilen und mit ihr zu arbeiten. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute das Singen eine Hürde ist für viele Leute, weil das Singen ist ein direkter, sagen wir mal, Zugang zu deiner Seele. Und wenn du singst, ist das wie wenn du dich ein bisschen entblößt und
ein bisschen nackt vor den anderen stehst, und das braucht Mut dazu, und viele Leute haben das leider nicht. Und so ist das Singen leider nicht für alle Leute, auch wenn es eigentlich so super wäre, wenn das alle machen würden. Und es muss, ja, als Chorleiter bin ich natürlich sehr glücklich, wenn das Singen dann auch stimmt, aber für den Eigenbedarf ist es nicht notwendig. Also wenn du Widerstände hast, zum Beispiel vor den Meditation zu singen, weil du das Gefühl hast, ich singe nicht gut, ich bin verstimmt oder so, dann spielt das für dich keine Rolle. Das spielt vielleicht eine Rolle, wenn du das für andere machen musst, aber wenn du das für dich alleine machst, ist das ein für dich sehr wichtiger Prozess und ein großes Hilfsmittel auf ganz vielen Ebenen, wo wir jetzt keine Zeit haben, aber ich empfehle euch das, macht das, wenn ihr könnt. Einfach auch ein ganz einfaches Lied, auch nur Om singen vor der Meditation, aber das regelmäßig machen oder das Singen in den Chakras. Ich werde das im Kurs dann im Januar irgendwann mal machen mit denjenigen, die das möchten, damit du eine tiefere Beziehung zum Klang finden kannst, weil wir selber sind Klang. Wir können uns nicht vom Klang trennen, wir können nicht, das ist, wenn du keine Musik machst, wenn du dich nicht um Klang kümmerst, wenn du keine Musik anhörst, ist das wie wenn ein Stück von dir fehlen würde. Und zwar nicht einfach irgendein Stück, sondern eines der wichtigsten Stücke in unserem Leben. Und dazu ist es auch noch einfach schön, das zu machen. Nebst allen guten Gründen, warum es wichtig wäre, das zu machen, ist es einfach, ganz einfach schön. Und ich lese noch ein paar Zitate von Swami. Das erklärt, warum Swami Musik geschrieben hat. Er hat ja in den letzten Jahren praktisch keine Musik. Er hatte einfach eine Zeit, wo er ziemlich viel Musik geschrieben hat und dann hat er keine mehr gemacht. Aber dieses Zitat heißt, der Künstler sollte sein Bestes tun, um seine Kunst zu einem Mittel der Erhebung zu machen und sollte nicht bereit sein, die Negativität anderer zu fördern. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Aspekte von Swamis Musik, von den Chants, von aller Musik, die wir ineinander machen, dass das Ziel wirklich ist, unser Bewusstsein zu erheben und uns in einen Zustand zu bringen, der uns über Lebensschwierigkeiten bringen kann, eine Stampella im Leben sein kann, eine Krücke, wenn wir sie benötigen. Wenn ihr anfängt, wirklich zu singen, ihr könnt das im Auto tun, ihr könnt das im Wald tun, auch nur Om singen oder ein Chant machen im Walde, einfach regelmäßig euch mit Musik zu beschäftigen, dann werdet ihr langsam erspüren, wie schnell ein Lied oder wie schnell ein Om euch auf eine andere Ebene bringen kann. Und das ist
eigentlich nur das war oder ist das Ziel von der Musik voneinander. Und ich sage es nochmal, ich fordere euch wirklich auf, aktiv Musik zu machen. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres im Leben als Musik zu machen.